Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das wohl jeder kennt, der sich mal an eine neue Sprache gewagt hat. Ausdauer oder Beharrlichkeit. Wir haben uns dazu mal wieder deine Unterlagen angeschaut und die Kernaussage scheint zu sein, diese Ausdauer ist oft der entscheidende Faktor. Der Unterschied zwischen Erfolg und, dem Aufgeben. Unser Ziel heute ist es mal genauer hinzuschauen, was steckt wirklich hinter dieser Ausdauer? Und vor allem, wie kann sie dir ganz konkret helfen, diese typischen Hürden beim Sprachenlernen zu meistern? Denn, mal ehrlich, Sprachenlernen ist eine lange Reise. Es gibt diese Hochphasen, wo alles fließt, und dann die Tiefs, wo man am liebsten alles hinschmeißen würde. Was hält uns wirklich bei der Stange? Ja, das ist die große Frage, nicht wahr? Und die Antwort, die sich aus diesen Quellen ergibt, die ist eben vielschichtiger als dieses simple Zähne zusammenbeißen und durch. Es ist eher ein Zusammenspiel, eine Mischung aus, ich würde sagen, mentale Einstellung, ganz praktischen Lerngewohnheiten und auch dem Umgang mit kulturellen Aspekten, die oft unterschätzt werden. Was ich hier besonders spannend finde, die Unterlagen beleuchten das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Da ist die psychologische Seite, die praktische Umsetzung und eben auch die soziokulturelle Dimension. Das ergibt zusammen ein ziemlich rundes Bild, finde ich. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Fangen wir vielleicht mit der psychologischen Grundlage an. Die mentale Herausforderung wird ja stark betont. Diese Zweifel, der Frust, dieses Gefühl, irgendwie festzustecken oder nicht voranzukommen, das kennt doch sicher jeder, der eine Sprache lernt. Absolut. Und ein ganz zentraler Gedanke, der da immer wieder auftaucht, ist, deine Einstellung zum Lernen und zu Fehlern, die scheint fast wichtiger für die Ausdauer zu sein als irgendein vermeintliches Talent. Du meinst dieses Growth Mindset, von dem Carol Dweck spricht? Genau das. Also die feste Überzeugung, dass du deine Fähigkeiten durch Anstrengung, durch Übung wirklich verbessern kannst. Dass es nicht nur auf angeborenes Talent ankommt. Wenn du also, sagen wir mal, immer wieder Fehler bei den spanischen Verbkonjugationen machst, dann siehst du das mit so einem Growth-Mindset nicht als Beweis dafür, dass du es halt nicht kannst. Sondern eher als Signal. Exakt. Eher als ein Signal, okay, hier muss ich offenbar noch gezielter üben. Das ist eine Schwachstelle, an der ich arbeiten kann. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Und das, so sagen die Unterlagen ja auch, funktioniert besonders gut, wenn es mit einer starken intrinsischen Motivation zusammenkommt. Stimmt. Also wenn der Antrieb wirklich von innen kommt, der Wunsch, eine bestimmte Kultur tiefgreifend zu verstehen oder die Fähigkeit zu haben, dich mit den Menschen dort direkt zu unterhalten. Das ist ein viel, viel stärkerer Motor fürs Dranbleiben als irgendein externer Druck, wie zum Beispiel eine bevorstehende Prüfung bestehen zu müssen. Dieser innere Antrieb trägt dich auch durch schwierige Phasen. Macht Sinn. Aber diese mentale Stärke, die muss sich ja dann auch irgendwie im Tun zeigen, im Praktischen. Genau. Und da sind wir bei der praktischen Umsetzung. Sprachenlernen braucht einfach Zeit und, ganz wichtig, Regelmäßigkeit. Das wird in den Quellen auch sehr klar benannt. Man kann sich das ja mal am gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, dem GRR, verdeutlichen. Da gibt es Schätzungen, die besagen, dass man für ein hohes Niveau wie C1, also schon sehr fortgeschritten, in einer Sprache, die mit der eigenen verwandt ist, Also zum Beispiel Französisch für einen Deutschen? genau, dass man da durchaus 600 bis 800 Stunden aktiven Lernens investieren muss. Das ist eine Hausnummer. Wow, 600 bis 800 Stunden. Das macht deutlich, dass man wirklich einen langen Atem braucht. Das ist kein Sprint. Absolut nicht. Es ist ein Marathon. Und der Fortschritt verläuft selten linear, also nicht immer schön bergauf. Es gibt diese Phasen, da hat man das Gefühl, man tritt auf der Stelle. Das berühmte Plateau, oder? Ganz genau, das Plateauphänomen. Man lernt und lernt, aber gefühlt wird man nicht besser. Was hier interessant ist, die Unterlagen deuten darauf hin, dass das oft gar kein echter Stillstand ist. Sondern Eher eine notwendige Phase, in der das Gehirn das bisher Gelernte verarbeitet, festigt, sozusagen neu sortiert. Es ist eine Konsolidierungsphase. Und genau hier kommt die Ausdauer wieder ins Spiel. Sie hilft dir, diese gefühlt unproduktiven Phasen zu überstehen, nicht frustriert aufzugeben, sondern weiterzumachen. Weil man weiß, dass es weitergeht, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Richtig. Und es sind dann oft die kleinen, aber stetigen Schritte, die den Unterschied machen. Das Beispiel aus den Unterlagen. Jeden Tag vielleicht nur 15 Minuten konsequent die Töne im Mandarinchinesischen üben. Klingt wenig.
Aber Aber es summiert sich enorm über die Zeit. Diese kleinen täglichen Gewohnheiten sind oft nachhaltiger als riesige Lerneinheiten, die man dann doch nicht durchhält. das leuchtet ein. Und dann gibt es ja noch diese dritte Ebene, die soziokulturelle. Die wird ja auch stark gemacht. Es geht eben nicht nur darum, Grammatikregeln zu pauken oder Vokabeln zu lernen. Nein, überhaupt nicht. Der Schritt vom reinen Wissen hin zum tatsächlichen Können, zur Anwendung in echten Gesprächssituationen, der ist riesig und oft mit Ängsten verbunden. Die Angst, Fehler zu machen, sich zu blamieren. Genau, sich zu trauen, zu sprechen, auch wenn es eben noch nicht perfekt ist. Und dabei gleichzeitig zu lernen, kulturelle Nuancen zu verstehen, wie man sich in bestimmten Situationen verhält, was vielleicht unhöflich ist. Da war dieses Beispiel mit dem Englisch-Konversationsclub in den Unterlagen. Das fand ich sehr passend. Ja, das illustriert es gut. Anfangs vielleicht große Hemmungen, etwas zu sagen, aus Angst vor Grammatikfehlern oder falscher Aussprache. Aber wer dann dranbleibt, wer immer wieder hingeht, der überwindet diese Angst. Und der Gewinn ist ja doppelt. Absolut. Man gewinnt nicht nur an sprachlicher Sicherheit und Flüssigkeit, sondern fühlt sich eben auch sozial und kulturell kompetenter und wohler in der Interaktion. Und was ist, wenn diese direkte Immersion, also das Leben oder Reisen im Zielsprachenland, einfach nicht möglich ist? Viele lernen ja von zu Hause aus. Auch dann braucht es Ausdauer und Kreativität, um diese Hürde zu überwinden. Die Quellen nennen da ja auch Beispiele. Sowas wie Online-Tandempartner finden? Genau. Oder Filme und Serien konsequent im Original mit Untertiteln schauen. Vielleicht sogar Rollenspiele machen, um bestimmte Gesprächssituationen gezielt zu üben. Man muss halt Wege finden, die Sprache trotzdem aktiv anzuwenden. Das führt uns eigentlich zum Thema Resilienz, oder? Also dieser Widerstandsfähigkeit gegenüber Rückschlägen. Die gehören ja dazu. Unbedingt. Rückschläge sind völlig normal beim Sprachenlernen. Mal fehlt die Zeit, weil der Job gerade stressig ist. Mal hat man einfach ein Motivationstief, das kennt jeder. Die Quellen skizzieren das ja am Beispiel einer berufstätigen Person, die Französisch lernt. Selbst wenn sie mal eine Phase hat, in der sie nicht intensiv üben kann, gibt sie nicht komplett auf. Sondern passt die Strategie an. Ganz genau. Sie bleibt irgendwie dran, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Hört vielleicht französische Podcasts auf dem Weg zur Arbeit oder liest Nachrichtenartikel. Hauptsache, der Kontakt zur Sprache reißt nicht völlig ab. Und ganz wichtig scheint mir dabei auch zu sein, wie man mit Fehlern umgeht, die man unweigerlich macht. Absolut zentral. Die Unterlagen plädieren stark dafür, Fehler eben nicht als Scheitern zu sehen, sondern als wertvolle Datenpunkte. Als Information. Information worüber? Darüber, was genau noch nicht funktioniert, wo die Lücken sind. Okay, dieser Satzbau war falsch. Warum? Wie müsste er richtig lauten? Das ist die Haltung. Das erinnert an dieses Konzept des Deliberate Practice, das auch erwähnt wird. Also dieses bewusste, zielgerichtete Üben. Exakt. Nicht einfach nur irgendwie üben, sondern sich gezielt auf die Schwachstellen konzentrieren. Analysieren, was schiefgelaufen ist und dann gezielt daran arbeiten, es beim nächsten Mal besser zu machen. Das ist hocheffektiv. Und wenn man das mal auf einer Metaebene betrachtet, diese Fähigkeit dran zu bleiben, Rückschläge zu analysieren und daraus zu lernen, um diese Resilienz, Ja. die ist ja nicht nur beim Sprachenlernen nützlich. Das ist ja eine Kompetenz, die einem in vielen Lebensbereichen weiterhilft. Zweifellos. Das ist eine übertragbare Fähigkeit. Wer gelernt hat, sich durch die Schwierigkeiten einer neuen Sprache zu kämpfen, der geht oft auch andere Herausforderungen im Leben anders an. Die Unterlagen geben einem ja dann auch ganz konkrete Strategien mit auf den Weg, wie man diese Ausdauer bei sich selbst fördern kann. Lass uns die vielleicht kurz zusammenfassen. Gerne. Ein wichtiger Punkt ist: realistische Ziele setzen. Nicht gleich versuchen, in 3 Monaten fließend zu sein, sondern machbare Etappenziele definieren. Vielleicht 10 neue Wörter pro Woche oder ein kurzes Gespräch führen können. Das motiviert. Dann die Abwechslung bei den Lernmethoden. Nicht immer nur stur Vokabeln pauken. Mal eine App nutzen, mal ein Buch lesen, mal einen Film schauen, mal versuchen zu sprechen. Das hält das Interesse wach. Ganz wichtig auch: Unterstützung suchen. Alleine ist es oft schwerer. Lerngruppen, Tandempartner, vielleicht sogar ein Mentor oder Lehrer können enorm helfen. Gerade wenn man mal durchhängt. Selbstreflexion wird auch genannt. Also regelmäßig kurz innehalten und überlegen:
Was funktioniert gut für mich? Wo habe ich Schwierigkeiten? Was könnte ich anders machen? So eine Art Lerntagebuch vielleicht. Und, nicht zu vergessen, kleine Erfolge bewusst wahrnehmen und auch feiern. Das erste Mal im Urlaub etwas auf der Landessprache bestellen können, auch wenn es nur ein Kaffee ist. Oder den Refrain eines Liedes verstehen. Das sind die Momente, die einem Auftrieb geben und zeigen, hey, es geht voran. Das ist ein guter Punkt. Diese kleinen Erfolgserlebnisse sind wahrscheinlich der Treibstoff für die Ausdauer. Absolut. Wenn wir das also zusammenfassen. Ausdauer ist wirklich das Fundament für den Spracherfolg. Sie wirkt auf all diesen Ebenen, psychologisch in der Einstellung, praktisch in den Gewohnheiten und soziokulturell im Umgang mit der Anwendung und der Kultur. Und entscheidend ist eben, es ist kein starrer Charakterzug, den man hat oder nicht hat, sondern es ist etwas Dynamisches. Etwas, das du aktiv gestalten, trainieren und pflegen kannst. Das finde ich einen wichtigen Gedanken. Es liegt also ein Stück weit in deiner eigenen Hand. Genau. Und das wirft doch auch eine interessante Frage für dich als Zuhörer auf, findest du nicht? Inwieweit betrachtest du deine eigene Ausdauer, egal in welchem Bereich, als einen Prozess, den du aktiv beeinflussen und stärken kannst? Ja, das ist eine gute Frage. Und ein Gedanke, den ich aus den Unterlagen noch mitnehme, ist dieses Prinzip des Deliberate Practice. Diese konzentrierte, zielgerichtete Anstrengung, sich genau da zu verbessern, wo es hakt, wo es schwierig ist. Vielleicht eine letzte Anregung für dich zum Mitnehmen. Überleg doch mal, wo könntest du dieses Prinzip der bewussten, ausdauernden, fokussierten Übung, vielleicht auch ganz jenseits des Sprachenlernens in deinem Leben einsetzen, um eine andere komplexe Fähigkeit zu meistern, die dir wichtig ist. Wo könntest du durch gezieltes, beharrliches Üben wirklich den nächsten Schritt machen? Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like and share with your friends.